Zwei Berge. Parabel. Die Stadt liegt zwischen einem bewaldeten Mittelgebirge und einer weiten Ebene, mit der sich der Kontinent zum Meer hin absenkt. Zwei Berge überragen die alte Stadt. Der Gottesfurcht im Süden und der Kaisersthron im Norden. Dazwischen entfaltet sich im Tal das Zentrum, durch das ein Fluss fließt. Weiter westlich liegen die Stätten der Produktion, die sich in die Ebene ausschütten und in die ausgelagerten Industriegebiete der nächstgrößeren Stadt übergehen. Der Gottesfurcht trägt einen einfachen keltischen Ringwall und die Ruinen eines frühchristlichen Klosters, das über einem römischen Heiligtum errichtet wurde. Sein zur Stadt und nach Süden hingewandter Hang wird am Nachmittag, wenn die Sonne noch nicht hinter den Gottesfurcht untergegangen ist, in ein goldenes Licht getaucht. Von der Sonne werden wärmeliebende Tierarten wie Eidechsen und Schlingnattern angezogen. Auch gibt es hier einige Mispelbäume, eine in früheren Jahrhunderten in Mitteleuropa bedeutende, heute dort selten gewordene Obstbaumart. Zwischen weißen Villenvierteln, die sich über den Hang erstrecken, befinden sich eine Grundschule, ein Gymnasium mit Privatinternat, ein Krankenhaus und einige an die Universität der Stadt angesiedelte Forschungsinstitute mit weitem Blick über das Tal. Oberhalb der letzten Ausläufer der Villenviertel beginnen die Weinstöcke, in Terrassen angelegt. Sie werden von schmalen Wegen durchzogen, die, von Sandsteinmauern flankiert, zu den Ruinen auf der Kuppe hinaufführen. In regelmäßigen Abständen befinden sich Sitzbänke an der Seite des Weges, an denen kleine Messingplatten angebracht sind mit den Namen einiger Philanthropen, die vor mehreren Jahren eine Sanierung der Wege finanziert haben. Von hier überblicken die Gottesfürchtler im Abendlicht die Altstadt. Der nach Norden gewandte gegenüberliegende Hang des Kaisersthron hingegen ist in anhaltenden Schatten getaucht. Oberhalb von großformatigen Wohnblocks beginnt ein dichter Wald, von engen, kühlen Pfaden durchzogen. Zwischen moosbehangenen Findlingen, dunklen Eiben und alten Eichen nistert ein feuchter Moder. Hier haben Füchse ihren Bau und Brombeersträucher tragen kleine, saure Früchte, die auch wegen der Tollwut kaum gegessen werden. Die Erde ist satt und dunkel. Zwischen den Wohnblocks gibt es einen kleinen, rot gepflasterten Platz mit einem Kiosk, einem Nagelstudio, einem Imbiss, zwei leerstehenden Ladenflächen und ein paar Sitzbänken und Arkaden. Im ersten Stock befindet sich eine Allgemeinmedizinpraxis. Für alles andere muss man ins Tal, in das man am einfachsten mit einer mehrfach täglich verkehrenden Buslinie gelangt, die zu Stoßzeiten unter der Woche von 2 Bussen hintereinander befahren wird. Die Wohnungen in den Wohnblocks sind alle mehr oder weniger gleich geschnitten und aus den die ganze Wand fassenden Wohnzimmerfenstern blickt man über das Tal auf den goldenen Südhang des Gottesfurcht. An einer Stelle zeichnen die Klosterruinen die Silhouette seines Kerns. Der Bus, der häufig verspätet ist an einem Nachmittag, als er aus den Industriegebieten zurück hinauf zu den schattigen Wohnblocks des Kaisersthron fährt, besonders spät. Dies wäre zunächst nicht weiter außergewöhnlich, wäre nur etwas zu beobachten, das ihn aufgehalten hätte. Die Busfahrerin hingegen war besonders pünktlich im Tal losgefahren, die Fahrt verlief reibungslos eine grüne Welle. An den Stationen hatte sich der übliche Andrang schnell aufgelöst. Dennoch treffen die Arbeiterinnen und Schülerinnen aus dem Tal besonders spät in ihren Wohnungen auf den Kaisersthron ein. Auf dem gegenüberliegenden Hang des Gottesfurcht wird am gleichen Tag Ähnliches beobachtet, nur werden die Busse hier weniger genutzt, Zeit ist weniger knapp und Verspätungen fallen weniger ins Gewicht. In den nächsten Tagen prägen sich die Verspätungen aus. Am Abend ziehen sich die Spaziergänge auf den Wegen aus den Villenvierteln hoch zur Kuppe des Gottesfurcht bis in die Dämmerung. Allgemein zeigt sich der Himmel von hier weiterhin leicht wolkig, die Gebäude sind hell, die Luft offen. Kaum überrascht fällt man in den Schlaf und hat die Überraschung am nächsten Morgen vergessen. Auf der anderen Seite der Stadt, auf den schattigen Hängen des Kaisersthrons, schluckt der Rückweg von den Arbeitsstellen im Tal bald den ganzen Abend
und an den Morgenden ist niemand pünktlich unten. Die Spaziergangsrouten auf dem Gottesfurcht reichen bald nicht mehr bis zu den Klosterruinen auf der Kuppe. Man kehrt jetzt früher um. Es liegt nicht an den Tagen. Die Tage werden eigentlich noch länger, es ist Frühling. Mit den Uhren und Zeitanzeigen auf den Handys ist nichts. Die Hänge des Gottesfurcht nehmen mehr Raum ein in den Fenstern der Wohnblöcke auf dem Kaisersthron. Bald ist das ganze Fenster Berg und der Himmel nur mehr ein dünner Streifen. Der sanft geschwungene Schatten des Kaisersthrons reicht immer weiter in die Stadt hinein. Über den alten Marktplatz auf der Südseite des Flusses, mit einem von der Sonne ausgeblichenen Sandsteinbrunnen der Soldaten des Ersten Weltkriegs gedenkt und das Vaterland feucht hält, kriecht der Schattenwurf des Kaisersthrons jeden Tag ein Stück weiter, bis erst der halbe Platz, dann noch die Mitte mit dem Brunnen und schließlich der ganze zu jeder Tageszeit im Dunkeln liegt. Es sind nirgendwo Risse zu beobachten, keine Klüfte, keine Zerfurchungen, nichts bricht, nichts platzt auf, nichts zerfetzt, nichts wird zerstört. Auf den Hängen wird nur alles weiter, weitet sich und wird weiter entfernt. Still zieht es die Villen und die gegenüberliegenden Wohnblocks immer höher hinauf. Das alte Zentrum bleibt im Tal zurück. Unbeeindruckt von geologischen Fakten müssen die Berge, da bleibt nichts, wohl angefangen haben zu wachsen. Leute aus den Städten der Ebene kommen zu den wachsenden Bergen. Nationale und internationale Medien berichten. Es entstehen ein Subreddit und mehrere Polymarktwetten. Eine christlich-evangelikale Freikirche organisiert Pilgerfahrten in Reisebussen. An den Abendbrottischen der lichtdurchfluteten Villen auf dem Gottesfurcht wissen die Väter Bescheid und erklären die tektonischen Verhältnisse des Wachstums mit phallischen Metaphern. GeologInnen dagegen, die zu Krisensitzungen in die Institute auf dem Sonnenhang des Gottesfurcht eingeladen werden, erläutern auf eilig einberufenen Pressekonferenzen nochmal von vorn. Berge entstehen durch die Bewegung der Erdplatten. Diese können kollidieren, sich auffalten, untereinander abtauchen, sich heben und brechen. Oder sie pressen Magma an die Oberfläche, das dann zu Bergen erkaltet. Diese Prozesse fänden in erdgeschichtlicher Deep Time statt. Gegenüber solchen Zeiträumen sei schon die Existenz des Homo sapiens nicht mehr als ein momentaner Blip. Bei dem neuerdings zu beobachtenden Wachstum von Gottesfurcht und Kaisersthron handele es sich gewissermaßen um einen Blip des Blips, der als solcher kein bisschen in Referenz zu setzen sei zu den üblichen Gebirgsentwicklungen. Ihrer Position in der Dynamik der Platten zufolge müssten sich Gottesfurcht und Kaisersthrone zudem eigentlich in einer langen Ruhephase der Erosion befinden. Einst schroffe Faltengebirge, deren Formation erdgeschichtlich länger zurückliegt, werden durch Wind und Wetter abgetragen und verwandeln sich in Rumpfgebirge, in nur mehr sanft geschwungene, meist bewaldete Berge, die eher wie Hügel erscheinen. Demnach müssten Gottesfurcht und Kaisersthrone also eigentlich nach nichts mehr streben, außer der absoluten, gekrümmten Flachheit des Meeresspiegels entgegen, so die GeologInnen. Die bekannten Messbarkeiten sind keine Gewähr, heißt es achselzuckend, und die Stadt wird ihren wachsenden Bergen überlassen. Die Sonne hält sich unter Schatten. Auf dem Hang des Kaisersthrons wird es feuchter und der Nebel hängt hartnäckiger in den Wipfeln der Bäume. Die Rücken der Berge strecken sich den Wolken entgegen. Maybe it's similar to how your hair gets frizzy. It tries to reach out to the water in the air, vermutet Juni. Die Leute stehen unten und blicken nach oben oder sie stehen oben und blicken nach unten. Den Gottesfürchtern kommt das Wachstum gelegen. Das gleißende Licht der Höhe wertet ihre Immobilien auf. Zudem besitzen sie alle noch Wohnungen im Tal. Auf dem Kaisersthrone geht angesichts des Schattens die Höhe vor allem mit größerer Kälte, stärkerem Wind und immer längeren Wegen ins Tal einher. Wer kann, zieht zu Verwandten in die Stadt. Die horrenden Mieten unten ziehen schneller an als das Wachstum der Berge. Das eine Wachstum wird mit dem anderen begründet und so lassen sich beide als natürlich und alternativlos erzählen. Die Schülerinnen des Kaisersthrons sitzen in den Bussen und denken an die Räume der Schulen. Lange Flure, in denen sich im Sommer die Hitze staut. Der Hof, der leer und brach ist und die fahle Luft über allem. Die Toilettenkabinen mit ihren beigen Trennwänden in dunkelblaues Plastik gefasst.
Stimmen, die durch das Ticken der Uhr ziehen. Ein blaues T-Shirt weht dunkel um einen Körper. Scham und Rasur schleichen sich ein in die Umkleiden. Der eine Lehrer, der dort auf sie wartet, der kleine Wichser, das Brennen auf den Schleimhäuten. Die immer länger dauernden Fahrten verschaffen Zeit zu sehen. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt liegen im Tal. Am Himmel ziehen sichtbare Vögel vorbei. Die Dächer der Berge drücken gegen den gleichförmigen Himmel. Sie wollen weg. Die Busfahrerin spitzt und lässt sie am Schultor raus. Da ist bald die erste Schulstunde vorbei. Arbeits- und Unterrichtszeiten bleiben gleich, die Busfahrpläne werden angepasst. Auf dem Kaisersthron muss man jetzt morgens viel früher raus, um pünktlich im Tal zu sein. Den späteren wird der Lohn gekürzt. Von den Städten in der Ebene aus gesehen, heben sich die zwei Berge wie die Buckel eines schlafenden Drachens. Die anderen Berge des weiter östlich liegenden Mittelgebirges, aus dem der Fluss herkommt, bleiben am Horizont zurück. Den Kaiserstronerinnen fehlt der Schlaf. Die Müdigkeit wiegt schwer. Die Wut der Schülerinnen sitzt sauer im Magen. Die größer werdende Abgeschiedenheit der Kaiserstronerinnen wiederholt sich nicht untereinander. Sie fangen an zu reden auf den langen Busfahrten, abends vor dem Kiosk, in den Umkleiden. Sie schließen sich in Chatgruppen zusammen und organisieren Mitfahrgelegenheiten und gemeinschaftliche wöchentliche Einkäufe von Lebensmitteln für diejenigen, deren Arbeitswege nun außerhalb der Öffnungszeiten des Supermarkts liegen. Erschöpft besuchen sie sich nachts in ihren Wohnungen. Sie schauen sich um. In allen Fenstern liegt groß und schlafend der Hang des Gottesfurcht. Die Schülerinnen klauen mehr in der Mall. Auf leeren Massagesesseln zeigen sie sich ihre Beute. Sie rauchen in Unterführungen, sie brechen den Hausfrieden mit der Weichheit, in der sie sich berühren. Danach gehen sie hinunter zum Fluss und waschen ihre Hände im kalten, klaren Wasser. Entgegen der Empfehlung der Betriebsräte organisieren die Kaiserstronerinnen einen Streik. Am Wochenende machen sie mit Demonstrationen in der Fußgängerzone weiter. Ein paar Bürgerliche aus dem Tal reihen sich ein. Omas kochen Suppe, die sich noch an die Castor-Transportblockaden in der Ebene erinnern und die auch noch gegen das große Autobahnkleeblatt vorgegangen waren, das vor der Stadt zwischen von der Bewirtschaftung normierten grünen und gelben Feldquadraten gebaut wurde, und gegen die Giftmüllkippe am Kaiserstron. Studierende und alternative Kaffeebesitzer, Organic Millennials, Antifas und ein paar Punks vom Bahnhof. Die meisten laufen vorbei und schauen zu und liken abends beim Doomscrollen die Demo-Reels. Ein Kurzvideo einer Frau aus der Hauptstadt über die Streiks, die auf dem Kaiserstron aufgewachsen ist, geht viral. Die Kommentarspalten explodieren. Vereinzelt tauchen ein paar Rechte auf und Verschwörungstheoretiker. Nach einigen Wochen besorgen sich die Leute vom Kaiserstron kleine Tastenhandys und schreiben sich ihre Nummern auf Papier auf. Die kleinen Objekte, die kompakt und recht schwer in der Hand liegen, zeigen sie sich, wenn sie sich auf der Straße begegnen und geben sich so zu erkennen. Sie kehren nicht mehr in die kalten, schattigen Wohnblocks, wo die Luft bald dünn wird, zurück und besetzen ein seelenloses Bürogebäude mit Schießschartenfenstern in der Nähe des Bahnhofs. Sie richten eine Kinderbetreuung ein. Die Kinder mit klebrigen Eishänden bauen ein Puppentheater. Es finden sich Arbeitsgruppen und man teilt Aufgaben auf, um die Besetzung aufrechtzuerhalten. Die Zeit ist voll und reich. Schließlich kommen Leute aus der Ebene und den Camps. Die Gottesfürchtler sitzen auf den Holzbänken in den Weinbergen auf gleicher Höhe mit Helikoptern, die gleichmütig übers Tal schwingen. Vom Marktplatz steigt eine feine Rauchsäule auf. Hinter dem besprayten Weltkriegsbrunnen brennt ein ATM. Damit, dass die Leute vom Kaiserstron sich zusammentun, hatten die Menschen von Gottesfurcht nicht gerechnet. Regen setzt ein und verschwindet wieder. Taumelnd schieben sich nasse Menschen durch die Gassen der Altstadt. Der Gottesfurchtler Oberbürgermeister blickt von oben auf die Körper vor dem Rathaus. Die Cops werden von Einheiten aus den Städten der Ebene verstärkt. Die Schülerinnen gehen nachts durch die Stadt in Feuern und schlagen auf dem Dach des Parkhauses der Mall Zelte auf, flankiert von Trophäen aus der Wohnung des Lehrers.
Die Villen von Gottesfurcht glühen rosarot. Der Rauch der brennenden Weinreben duftet süßlich, fruchtig und nussig mit einer leichten Mandelnote. Deshalb sind Rebhölzer bei Grillern so beliebt. Sie verbrennen heiß und schnell und verleihen dem Fleisch Aroma. Die Metallhalterungen der Bänke und die Messingplaketten mit den Namen der Philanthropen bleiben verkohlt in den Mauern zurück. In der Ferne hört man dumpfe Schläge. Die Menschen von Gottesfurcht verstanden zu spät die Ausmaße des Wachstums. Etwas Neues beginnt. Vielen herzlichen Dank dir. Es gibt hier noch Plätze, falls ihr euch vorne hinsetzen wollt. Ist das möglich? Wie schön, dass ihr da seid. So, wir machen jetzt zur Auflockerung was ganz Besonderes. Hallo Peter. Und zwar ist nämlich nicht nur der Geburtstag von Engel im Haus, sondern auch der Geburtstag von Jojo oder Jo, die gerade gelesen hat. Alles Gute. Ich wollte das nicht vorher machen, um jetzt nicht irgendwie so dass das irgendwie so unangenehm ist. Aber es gibt, weil wir machen ja mal Postkarten, es gibt eine Geburtstagskarte für dich und die Veranstaltung. Und da ist ein Geburtstagslied drauf, was ich gestern noch schnell geschrieben habe. Und die Idee ist jetzt, dass ich die Karten verteile und dann singen wir das alle zusammen. Also einmal rumgehen, bitte. Wie macht ihr die Hälfte? Oder so? Ja. Ihr könnt auch zusammen reingucken, wir haben auch noch mehr davon. Wir machen das wir machen das immer so, ich brauche auch noch eine. Könnt ihr kurz einmal so rufen, wenn es hinten angekommen ist? Ist es hinten angekommen? Ah ja, nice. Haben alle was, wo sie reingucken können? Ja? Okay. Also, wir machen das so, dass ich quasi ins Mikrofon immer so 2 Zeilen so vorsinge und dann singt ihr da einfach hinterher. So habe ich mir das vorgestellt. Also, Geburtstagstag, Geburtstagstag, heute ist dein Geburtstagstag. Geburtstagstag, Geburtstagstag, heute ist dein Geburtstagstag. Wir springen hoch und tanzen, wir tanzen rum und schreien und freuen uns, auf der Welt zu sein. Wir springen hoch und tanzen, wir tanzen rum und schreien und freuen uns, auf der Welt zu sein. Mit dir auf einer Welt, mit dir zu einer Zeit, mit dir auf einer Welt, mit dir zu einer Zeit, genauso hätten wir es bestellt, genauso ist's gemeint. Mit dir auf einer Welt, mit dir zu einer Zeit, genauso hätten wir es bestellt, genauso ist es gemeint. So ist es prophezeit. So ist es prophezeit. Wir sind bereit, wir wissen Bescheid, du kannst immer auf uns zählen. Ja, wir machen weniger. Wir sind bereit, wir wissen Bescheid. Wir sind bereit, wir wissen Bescheid. Du kannst immer auf uns zählen und wir auch immer auf dich. Dass du schön bleibst und nett bleibst und schnell bleibst und weit reist. Dass du schön bleibst und nett bleibst und schnell bleibst und weit reist. Glücklich, gesund und stark, das ist der Geburtstagstag. Glücklich, gesund und stark, das ist der Geburtstagstag. Und die
Idee ist natürlich auch, dass dadurch, dass das nicht personalisiert ist, könnt ihr das natürlich auch allen Leuten, die Geburtstag haben, zum Geburtstag schenken. Ja. Okay. Ich brauche noch kurz ein Wasser. Gut. Es gibt dann auch bald eine Pause, aber jetzt lese ich noch kurz was. Insofern bitte ich noch mal kurz um Ruhe. And it's not very common for what I do, but I will read an English text to make everyone happy, to make it understandable. All right. It's also written in English. It's not translated, and it's also part of the fiction that it's in English. Let's see. The text is called Basement Pages. It's so nice to have a basement. It really is. You put a big freezer in the basement and then you can freeze all kinds of things in there in large quantities. Stuff stays good, stays eatable very long when frozen. Every week or so, the nice guy in the big ice truck drives by and brings you more stuff to store in the freezer. The freezer is very big and it is in the basement. And then you can give your grandkids ice cream anytime you want because there's reserve. After dinner, you ask them, "Do you want ice cream?" And they say yes, and you go to the basement together and you let them choose. There's always plenty to choose from. And your grandkids are happy about the ice cream. And you are happy too, especially when you close the drawer of the freezer after they pick their ice cream, because you know there will be still some left for tomorrow. Your grandkids can sleep in the basement too. It's very practical. They move so much at night. The kids, I mean. In the basement there's plenty of room, and so you put beds for them to sleep in or for other guests. Sometimes guests come. And of course they are happy to have their own beds to sleep in when they come. It makes things neat and clear. The guests go down after dinner saying good night, and you can quietly go to sleep as well. The basement has many benefits. That's why it's good to have one. Personally, I don't have a basement, even though they promised one to me in my rental contract. Every time I ask my landlords, they tell me someone has to move out of the building for a unit to be empty. But when my neighbor finally died, I didn't dare checking in about the empty lot. I took her old washing machine though, because mine was broken. Of course, there's never enough basements for everybody, but these landlords always lie about everything, so who knows? Whenever I come to your old house, there's the garden first. Your garden is very neat, Granny, I must say. The green surfaces look like a nice abstraction of nature itself. I need to stop looking at all these perfect flowers right now and remember why I came here in the first place. God damn it, I always forget everything. I make my way to the basement. I'll go explore your old basement, Granny. I know you left a long time ago, but the basement is still there, and I remember it so well too. Hope you are okay with it. And don't worry about all the dust, Granny. In my mind it's still clean. Nice and clean basement, like you always took care it would be. In my mind, everything is clean. If I had a basement myself, I wouldn't be here, in the sense of if I had actually lived my life, I wouldn't be writing, but that's internal affairs. You always had this "don't piss standing" sign over this toilet, in the sense of sit down, even if you have a dick. And I get it, but everyone in your house
was always so scared anyway, so why even put the sign? And the toilet looks like it's laughing at me, which might be true. I write this in English so you can't point out the mistakes, Granny. There will be no mistakes this time. You always send me back the letters I wrote you with my mistakes underlined. But personally, I don't give a shit about grammar and spellings and all that. And yeah, all this crap everyone was trying to teach me about words, especially you. I always made sure to forget it as soon as possible. But your basement is really nice, and I also always liked you very much, Granny, I swear. So don't take it in a bad way, you know. It's just the words. My plan is definitely to go to the big freezer in the other room and look for my favorite ice cream. But first, I will go to the office to take care of business. There's room for everything in a basement, even for an office. Here's old Grandpa's office. All his inventions, goddamn, all this metal crap. It's all still there. I don't understand them, these means of communication. All that stuff Grandpa made up, constructed so to say, and he was always so proud. Whatever. I only came to the office for the copy machine because I don't have a copy machine at my place. I'll copy this and that, for example, what I wrote down earlier. I love my life, I love my life, I love my life so much, I should have 2 or 3 of it. Was there a bathroom in the basement? I don't quite remember, but I feel like taking a bath. So I'll take a bath, lay back, super hot water, bubbles, etc., and close eyes, finally. Forget the image of how my so-called friend moved her arms and I suddenly saw her tattoos. I already successfully forgot what was written there. She had words written on her arms. I forgot these words, but I couldn't yet forget about the arms and the moving of the arms. So it's bath time now. Time to maybe forget a little more of all these internal affairs. Knock, knock on the bathroom door. Who could it be? It might be the Iceman. I'm totally not yet done forgetting, but he says, I am the Iceman. I am a nice man. I drive the ice truck, just like the guy in the sky drives the sun truck or whatever automobile he has up there. Oh, it must be nice to be the Iceman, surely. The Iceman seems very nice indeed. He seems to actually be totally okay with the fact that the PR agency he once tried to establish failed completely. At least no one asks him stupid questions anymore. I just bring the boxes with the frozen stuff, and the truck is very nice indeed. Alright, so there might be a conversation to be held now. I wonder if it's normal that the Iceman comes down to the basement just like that, isn't usually just delivering the boxes to the door, and everyone has to sort of see on their own from then on? Is this an emergency? But he goes, no, this is not an emergency. C'est tout à fait normal, comme toujours, comme il faut. Pas besoin d'avoir peur, monsieur. French-speaking fucking sophisticated Iceman. Do I need a dictionary now in my own basement? Everything here belongs to me, even you little fucker, and I do not tolerate French speaking in this basement. Sure, he says, excuse me, it just came out like that, and I wanted to be nice, you know. My goal is always to be as nice as possible. And to me, you look like a little Francophile there in your bubble bath having a good time. And then he starts showing me pictures on his phone. His family, the last vacation on the Canary Islands, weather so good, people so nice, wife so pretty. I believe everything he says. Does the Iceman sell whole frozen pigs?
That could be interesting. I'm so hungry. I could eat for years. And I always loved meat, to be honest. When I was a kid, I always ate as many sausages as I could, and I would not touch any of the other stuff. Potato salad, or whatever there was. Sausage and ketchup were the ideal meal for me. I like it here. Can I stay? Asks the Iceman finally. I saw that coming. But there's not enough basements for everyone, and I just got used to this one. The thought of letting you have one of the other rooms really bugs me. You can't stay for a moment though. We'll walk hand in hand through all these rooms. That way I'll make sure you won't run away and hide forever in some of the darker corners. That would be especially horrible. We'll have ice cream or whatever, and then we'll eat the pig, and then you go home. The Iceman is sad about hearing these bad news, and unfortunately, he's not selling whole pigs, he tells me. Then you have to leave immediately, I tell him. Everyone has to bring something to the table. These are the circumstances, can't change them. All right, and away he goes. I don't know why I was so rude to the Iceman when he is just such a very nice guy. It just happened like that. But at least now I forgot about the moving of the arms, but not yet about the arms themselves. And there are still these dark spots, no words, but like darker spots. Maybe I'll forget about the darker spots while eating the ice cream. But work before play, I still need to hide my stuff. You know, all this stuff I wanted to hide that I brought with me. I figured this might be a good place, no one ever comes here. At least no one I know. Especially you, Granny. You are someplace else now, and that's good. You live close to Frankfurt in a house even more ugly, but not as old as this one. It has a basement too, but it's a shitty basement. The new house still seems like an upgrade to you, and you never look back in your life. Also, whenever this place gets mentioned in the news, everyone immediately thinks about the murders, and no one would think that this is where I hid my stuff. Your old basement is very special, Granny. 5 stars, I must say. It's not like other basements. For example, the basement we had in the city when I was a kid was not as endless as yours is. It was more like a small cage full of stuff. A shitty little prison for the objects. It was still magic at first, until they broke in one night but stole nothing. After that, it was almost sad looking at all these things. But your basement is huge, it's endless and eternal, and all the things and rooms are glowing in the dark. I do a lot of thinking, Granny, I know. It's not something I like about me, trust me. Someone told me today I should do psychoanalysis. And it was someone who knows about these things, not someone yelling it to me on the street because I'm throwing glass in the glass container on a Sunday. The glass container hours are different hours. Where I live, it's usually 9 a.m., 7 p.m. weekdays, and 10 a.m., 6 p.m. on Saturdays. No Sundays. But then every Sunday I wake up and it feels like the perfect day to go to the glass container. I don't know if these are internal affairs as well. Maybe they are. The psychoanalysis stuff is most definitely. About the glass I'm not sure. It doesn't feel very confidential. You probably never went to the container on a Sunday. You always kept the empty jars for jam. And that's the only right way to do it. Make jam once a year for a whole week. The arms are stainless now. They're clean again. No stains, no darker spots. They look like they could be sold again for the full price. I still remember my so-called friend, but the rest I forgot. Even the arms themselves. Very good. Very successful forgetting. Even their name starts fading. A clean friend.
My mind works like these guys on YouTube who walk up to people's houses and clean their lawns for free. My mind offers this service too. It deletes all the annoying details, all the dirt, and asks for nothing in return but some attention. You would love it in my mind, Granny, like I love it in your basement. But I'm not making the comparison of minds and basements. These are totally different things, especially because one is glorious and the other is very much a pain in the ass. And it's never good to compare what you have with what you don't have. But fuck all that smart bullshit. I would trade mind for basement any day. Well, I took a bath, I hid my stuff, I made a couple copies. I had ice cream. Not my favorite one, but ice cream nonetheless. So whatever. Before I go, I still need to find the bird book though. You had this strange bird book somewhere down here. I like all the pictures of all these birds. It needs to be somewhere, goddammit. Look at all these shelves packed with wonders. All these shoeboxes, the wine, the old TV, the sauna, the safe, the tools, the carpets, and all the other tremendous things. I'm not leaving, Granny. I should have this basement. Keep the rest. I don't care about the money and all the other crap, all these things you want me to take. Keep them. But the basement's mine. Thank you. Okay, wir machen eine Pause. 10 Minuten Pause, Erfrischung draußen, danach 15 Minuten Musik. Und Musik und Text, ihr müsst keine Angst haben, es sind nur 15 Minuten, die noch kommen und dann sind alle wieder frei. Danke. Before
or you can berate yourself. You fall back on a memory of yourself. Your grandmother had witnessed your Birkin bike snatching and hits you over the head with a silver and gold snatch alligator bag. You know there's no glaring at you, the vanilla cream dangling out of her mouth like a cigar. She points to the bag and then to a fly swatter. You confess about having moved from shoplifting to high street bike thieving. You stole a bag from a little girl, excited for show and telling. Her heart breaks for the little girl. She remembers all her show and tells. She would sometimes forget to bring something and would then tell stories of her family. She tells you to go and give all the bits of her bag back. She doesn't mind the bike thieving, thinking it's better to get bits of exercise than scurrying through the shops. You bike to the primary school and find the girl. You jump over the school fence during playtime. The grass is green, except for a small patch around a small huddled figure by the multicolored fence. As you get closer with your military leopard crawl, you see it's her. She hasn't forgotten that all is well. She clutches the bag to her chest and the grass turns green. Dandelions sprouting all around. She has her show in the next lesson. She gives you a marker saying it matches your eye color, and off she goes. The recess whistle blows, and she's the first to file into line. You watch the playground empty and wish her a wonderful time.
Summer's night shackling, all these bottles clicking in our back. Perhaps I feel like I can't help but smile from ear to ear. And now 2 hours later, while my head is spinning and you're not by what's out on my foot, I can't help myself from grinning. I look too fresh and thank God we're twinning. I walk over cobbles and skip over the mountain stone which skips and trips all others. There's a drug dealer that wears feeder. There's a drug dealer that wears feeder. Hooded faces and masks cover our smiles. Gloves hide the shoulders, looking like a madman off his fingers. And as the night does come back and all of us spill out, summer's sunshine, all these bones kicking out backpacks. I feel I can't help but smile from ear to ear. 2 white wooden chips, big steps and laces fit my house. Stands on the kid, come
Many thanks. Vielen Dank. Also ich mache jetzt die Abschlussworte. Ich schiebe das hier kurz zur Seite. Warte mal. Ich brauche diese Box. Okay. Bevor ich die letzten Worte sage, weise ich nochmal allgemein hin, vorsichtig die Flasche, auf unser infamous Postcard Project. Wir machen ja diese Postkarten, die hier zu sehen sind, von Menschen, also quasi auch Texte und Bilder von unterschiedlichen Locations. Genau, die könnt ihr euch gleich nehmen. Und heute neu sind unter anderem die Geburtstagskarte, von der ihr schon gesungen habt, die eben aus dem Song besteht, den ihr schon auch alle hoffentlich mitgesungen habt, und einer wunderbaren Flughafenfotografie von Anna, die da sitzt. Ein Applaus. Dann gibt es noch diese neue Postkarte hier aus Tunesien, und die könnt ihr euch alle nehmen. Allerdings kommt noch dazu, warte mal, habe ich irgendwas vergessen? Nee, was dazu noch kommt, das ist ja immer alles kostenlos hier, das machen wir immer so. Gleichzeitig sammeln wir auch Spenden für, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, für humanitäre Zwecke. Und heute soll es um Kuba gehen, und wir sammeln für die humanitäre Kuba-Hilfe, weil die gerade mit dem US-Embargo und allen möglichen Lieferungen wirklich eine richtige beschissene Situation haben da, und die organisieren so Medikamentelieferungen und alles Mögliche nach Kuba. Genau, und dafür würde ich euch bitten, wenn ihr könnt, hier was reinzuwerfen. Es kommt immer echt was zusammen, und das finde ich persönlich sehr gut, und das freut mich auch immer. Genau, also ich gebe das einmal rum. Genau, aber ihr könnt euch trotzdem, ich stelle das gleich auch noch nach unten, ihr könnt euch trotzdem so viele Postkarten nehmen, wie ihr wollt. Ihr müsst auch nicht spenden, aber wenn ihr was habt, freuen wir uns alle sehr. Okay, dann wollte ich noch dann würde ich einfach noch mal kurz alle, auch noch Lilli und Jojo, kurz noch mal auf die Bühne bitten, und noch mal einen Applaus für alle, bitte. Wollen wir noch mal singen? Nee, wir können noch nicht singen. Okay, gut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Jojo. Happy birthday to you. Okay, ich danke euch allen sehr. Es war wirklich ein wunderschöner und beglückender Abend. Ich danke außerdem natürlich dem Beiz immer, und insbesondere Matthias für die immer wieder besonders tolle Betreuung und für das Möglichmachen. Genau, und ich danke Lena und Aaron, die immer wieder schönen Flyer machen, und ich danke vor allem euch fürs Kommen, und ich hoffe, ihr kommt auch am nächsten Mal, und wenn ihr wollt, wir posten das noch auf Instagram, könnt ihr alle eure Texte in den Open Call schicken, und dann laden wir euch hoffentlich auch alle ein zum Lesen. Okay, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!